In meinem letzten Video zeigte ich unter anderem die Aufnahme dieser seltsamen Struktur, die ich zufällig machen durfte. Dann passierte etwas, das mir unter die Haut ging. Es ist mir wichtig, öffentlich darüber zu sprechen. Ja, ich bin ein echter Mensch, keine KI. Und was ich hier berichte, hat sich wirklich so zugetragen. Ich gebe euch mein Wort darauf. Nun, was ist genau passiert? Mein Ziel war es ursprünglich, mit einer einfachen Actionkamera zu versuchen, die Milchstraße aufzunehmen. Das Video darüber, wie und wo ich das realisierte, habe ich unten in der Beschreibung verlinkt. Zu meinem Erstaunen sah ich dann diese seltsame Struktur in der Aufnahme. Hier sieht man ein einzelnes RAW-Bild, das unbearbeitet ist, das heißt, das direkt aus der Kamera stammt. Zuerst dachte ich, die Struktur sei durch gefrorenen Tau auf der äußersten Linse des Objektives entstanden. Aber wie man sieht, bewegt sich die Struktur mit dem Stern mit. Wäre es Tau auf der äußersten Linse, würde sich der Stern durch die Struktur hindurch bewegen. Die Struktur selbst würde stehen bleiben. Das habe ich auch mit anderen Optikexperten so besprochen und wir fanden wirklich keine eindeutige Erklärung, wie die Struktur um diesen Stern in der Kamera hätte entstehen können. Nun, es war offenbar auch gar kein Stern. Ein Mitglied der Astronomischen Gesellschaft Graubünden hat mir geschrieben, dass es ein Planet war, nämlich Saturn. Ich habe das nachgeprüft mit einer App namens Stellarium und tatsächlich, es ist wirklich ein Planet. Aber nicht Saturn, sondern der Mars. Ja, Wissenschaftler machen auch Fehler, aber das ist eigentlich sowieso klar. Jedenfalls, es war der Mars, halten wir das fest. Interessanterweise ist mir hier heute beim Editieren noch etwas weiteres aufgefallen. Ich wundere mich, dass das noch nie jemandem sonst aufgefallen ist. Hier kommt's. Man sieht dieses Phänomen hier nur beim Mars, nicht aber bei den anderen Sternen. Das brachte mich dann doch zum Nachdenken. Ich hatte ja damals bei der Aufnahme auch noch eine GoPro installiert, also schaute ich auch diese Aufnahme der GoPro nochmals genauer an. Dort sieht man nun nichts. Die Lichtstärke des Phänomens ist wohl sehr schwach. Die Insta361R ist viel lichtempfindlicher als die GoPro und deshalb sieht man es auch bei den anderen Sternen nicht, weil sie in dieser Aufnahme viel dunkler sind als der Mars. Also weiter im Text. Vor ein paar Wochen habe ich dann ein paar ganz spontane Aufnahmen von einer speziellen Wolkenformation an einem Berg gleich hier zum Fenster raus gemacht. Und ja, die Aufnahme hat mir gut gefallen. Und ich begann, sie zu editieren, ein Video daraus zu kreieren. Beim Editieren dieser Aufnahmen kam mir dann die Idee, verschiedene ältere, eher außergewöhnliche Zeitrafferaufnahmen wie diese mit dem Mars dazu zu packen. Ja, so kam dann eins zum anderen und es entstand eine schöne Collage mit mysteriöser Atmosphäre. Also fügte ich auch noch entsprechende musikalische Untermalung und ein paar spannende Soundeffekte hinzu, was ja die Atmosphäre noch weiter verstärkte. Das Visualisieren und Erzeugen von Emotionen und Atmosphäre finde ich persönlich einen der schönsten Aspekte der Videografie. Ich liebe das. In so einer Tätigkeit, in so einem Feintuning von so einem Video, da kann ich mich völlig verlieren. Und ja, das habe ich dann auch gemacht mit diesem Video. Und als ich es veröffentlichte, stieß es auf sehr großes Interesse. Das hat mich unheimlich gefreut. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Das Video verbreitete sich dann auch mit einer Geschwindigkeit, die für meine bescheidenen Verhältnisse wirklich erstaunlich war. Es wurde in der ersten Woche über 130.000 Mal angeschaut. Das ist in etwa gleich viel, wie mein bisher populärstes Video in 3 Jahren angeschaut wurde. Natürlich sollte man, wenn man mal so ein bisschen Reichweite gekriegt hat, bis mir jetzt passiert ist, natürlich sollte man verantwortungsvoll mit dieser Reichweite umgehen. Mit Betonung auf sollte. Und jetzt muss ich meine Worte wirklich sehr sorgfältig wählen, denn ich will auf gar keinen Fall falsch verstanden werden bei dem, was ich jetzt sage. Ich persönlich finde, jeder Mensch darf denken und glauben, was er will. Und nur weil ich nicht verstehe, was der andere denkt oder glaubt, berechtigt mich das nicht dazu, den anderen zu verurteilen. Ich darf auch denken oder mir meins dazu denken, auf jeden Fall. Es geht mir um etwas, das ich beobachtet habe, dass das dunkler ist. Und dieses Dunkle geht nicht von spirituellen Menschen oder von andersdenkenden Menschen aus, die mein Video angeschaut haben. Im Gegenteil, ich denke, dieses Dunkle geht genau von Menschen aus, die eigentlich überhaupt nicht daran glauben oder daran interessiert sind, was sie sagen oder was ihre Inhalte sind. Wie komme ich auf so eine Aussage? Nun, mir ist einfach aufgefallen, wie gut solche, ich sag's jetzt mal so, mysteriösen, geheimnisvollen Themen
funktionieren, um Reichweite zu gewinnen. Es war ursprünglich überhaupt nicht meine Absicht, das so, also natürlich war es meine Absicht, Reichweite zu erzielen. Ich wäre nicht ehrlich, wenn ich was anderes behaupten würde. Ich mag das natürlich, wenn meine Arbeit auf Interesse stößt. Aber wie soll ich sagen, es war nicht meine Absicht, zum Beispiel den Eindruck zu erwecken, ich sei auf etwas wirklich Übersinnliches gestoßen oder so. Aber erstaunlicherweise habe ich mit diesem Video recht große Resonanz bei spirituellen Menschen ausgelöst. Und das hat mich sehr gefreut, wie gesagt. Und ich bin sehr dankbar um die Feedbacks. Einige Dinge waren für mich ein bisschen fremd, entsprechen nicht unbedingt meiner Welt, aber ich fand das interessant, aber es war gar nicht meine Absicht. Aber mir ist einfach aufgefallen, wie gut das funktioniert. Entwickeln wir doch diesen Gedanken noch mal ein bisschen weiter. Was passiert jetzt bei mir? Natürlich, nachdem ich Freude an diesem Erfolg hatte, überlege ich mir, wie kann ich diesen Erfolg wiederholen? Und jetzt kommt noch eine weitere Erfahrung von mir dazu. Letzten Herbst habe ich ein Video gemacht über mysteriöse Steingebäude in Korsika, auch ohne Absicht, irgendwas Spirituelles zu sagen oder was Übersinnliches. Ich fand es einfach sehr geheimnisvoll und sehr schön auch, diese Steinhäuser, diese sogenannten Oryu. Und auch dort machte ich die Erfahrung, dass ich, ohne dass ich es darauf abgezielt hatte, starke Resonanz mit spirituellen oder andersdenkenden Menschen erzeugt habe. Sehr viele Kommentare gingen in diese Richtung und auch dort hat mich natürlich der Erfolg mit diesem Video sehr gefreut. Nun, jetzt stelle man sich vor, ich wäre wirklich eine KI oder ein Mensch ohne jeglichen moralischen Kompass. Die logische Konsequenz wäre klar. Ich würde versuchen, dies zu wiederholen und dieses offenbar einfache Erfolgsrezept für Reichweite zu verfeinern und darauf aufzuspringen. Und dazu wäre es ja überhaupt nicht nötig, dass ich selbst daran glaube, an diese Inhalte. Ich könnte mir was Spirituelles aus den Fingern saugen und das würde mit Sicherheit gut funktionieren. Selbst mit meinem bescheidenen moralischen Kompass habe ich festgestellt, die Versuchung, das zu tun, das auszunutzen, die ist echt da. Und das ging mir unter die Haut, meine Freunde. Das ging mir echt unter die Haut. Das hat mich wirklich beschäftigt. Und deshalb ist diese wirklich atemberaubend schöne Struktur für mich ein bisschen zu einem Symbol der Warnung geworden. Eine Warnung, wie schnell und einfach unsere wunderbaren menschlichen Gehirne auf etwas aufspringen, das uns fasziniert. Und damit will ich nicht sagen, dass wir irgendwie leichtgläubig sind oder so, gar nicht. Unser Gehirn tickt einfach so, dass uns sowas interessiert. Und wenn das jemand versteht und gezielt ausnutzt, dann birgt das doch Gefahren. Und ich denke, das einzige Mittel dagegen, dass das von Menschen mit nicht so guten Absichten ausgenutzt werden kann, ist, dass man sich dessen bewusst ist, wie unser Hirn tickt. Und wie gesagt, ich meine das nicht wertend oder dass wir ändern sollten, wie unser Gehirn tickt. Ich finde es etwas Wunderbares, dieses Zusammenspiel von Denken, von Emotionen, von Intuition. Das macht uns auch so einzigartig und das ist hochkomplex, mich fasziniert das. Aber man muss sich bewusst sein, ich habe das in meinem Beruf als Ingenieur schon so oft erlebt, dass ich überzeugt war, richtig zu liegen und es sich auch richtig angefühlt hat irgendein Sachverhalt und hinterher hat sich herausgestellt, dass ich völlig falsch lag. Wir müssen uns dessen bewusst sein und das ist das, was ich hier mitgeben will. Allein schon das Bewusstsein, wie unser Denken funktioniert, kann sehr stark präventiv wirken. Nicht alles, was sich gut anfühlt, ist auch richtig und umgekehrt. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch alles erdenklich Gute.